Der Westen ist ein Schlachtfeld, kein Ort für Schwächlinge. Ihr regiert nicht das Gesetz, ihr regiert, wer den Mut hat, es zu brechen. Und genau das hat die Black Mask getan. Der oberste Richter. Ein Mann voller Prinzipien, voller Illusionen von Gerechtigkeit. Wir haben uns ihn geholt, ihm die Augen geöffnet. Er hat begriffen, dass seine Gesetze hier wertlos sind. Dass Soldaten und Gesetzeshüter hier nur eines sind: freie Beute. Und genau das haben wir ihm klargemacht. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Eine ganze Brigade Sheriffs marschierten ein. Sie glaubten, sie könnten uns einschüchtern, uns ihre Regeln aufzwingen. Aber hier im Westen entscheiden keine Regeln. Ihr entscheidet nur, wer bereit ist, alles zu riskieren. Diese Sheriffs und Soldaten, sie wollten Stärke zeigen. Doch an der Grenze prallten sie auf unsere Entschlossenheit. Jeder Schuss, jede Provokation endete im Nichts. Sie dachten, sie könnten uns zermürben. Aber sie haben nur gezeigt, wie wenig sie hier verstehen. Das war ein Spiel, das niemals gewinnen könnte. Wir waren bereit, jeden einzelnen von ihnen zu begraben, wenn es sein muss. Doch ich wusste, dass es an der Zeit war, ihnen etwas anderes zu zeigen. Nicht unsere Kugeln, sondern meine Macht. Interessant. Sie wollen so ein großes Stück Land für sich komplett annektieren. Ist das nicht ein bisschen gierig? Aber was heißt annektieren, Senor? Was ändert es für Sie? Seien Sie mal ehrlich. Wie oft waren Sie in Amadio? Ich weiß nicht, ob ich Sie kenne oder Sie mich kennen. Ich kenne aber einige von Ihnen. Weiß nicht, ob Sie die Geschichte von mir erzählt haben oder nicht. Aber ich bin gerade dabei, die Lore aufzustellen. Und wir müssen erstmal den Osten stark machen, bis wir irgendwann mal den Westen stark machen. Und da momentan im Westen sowieso nicht viele Zivilisten leben. Natürlich, wenn wir die Möglichkeit haben, einen zu helfen, helfen wir denen. Die McFarlane's Ranch ist ja auch im Westen, teilweise, Anfang Westen. Und wir unterstützen die Pferdetrainerin so gut wir können. Wenn sie Hilfe benötigt, sind wir da. Aber das ganze Fiasko, der ganze Dreck, der ganze Stress fällt immer in den Osten. Und wir müssen uns erstmal im Osten stark machen, bis wir uns dann verbreiten. Wir haben keine Probleme mit denen. Ja? Wirklich nicht. Aber dass sie ein komplettes, so großes Stück Land quasi für uns, das ist amerikanischer Boden, verstehen Sie? Ja, das von uns entreißen wollen, ja, und sagen, ab dem heutigen Tag darf hier kein Sternträger und kein Armeesoldat durchreiten. Was ist, wenn irgendwelche Kriminellen, wie bestes Beispiel letztens Janko Pepone, Scheiße bei uns macht, den obersten Richter entführt, $25.000 entstiehlt und seine Waffe und dann in den Westen flüchtet? Haben wir dann nicht die Möglichkeit?
Wir werden mit Banditen nicht handeln. Die Armee provozierte uns an der Grenze. Ihre Uniformen, ihre Arroganz, alles bedeutungslos im Westen. Also nahmen wir, was sie uns gaben, ihren Richter. Dieser County Sheriff, Newgate, ist kein Verhändler. Er ist nur ein Mann mit leeren Drohungen. Wir zeigten ihm, dass nur mein Wort zählt. Manchmal spricht eine Kugel mehr als Worte, aber manchmal, da ist eine Botschaft viel mächtiger. Ich habe beschlossen, selbst zu sprechen, nicht um zu verhandeln, sondern um klarzustellen, wer hier das Sagen hat. Ich bin kein Diplomat, ich bin kein Politiker. Ich bin Leopold Stricher und ich lasse mir von niemandem etwas nehmen. Jetzt zu führen. Nach dem letzten Vorfall. Die letzten Aussagen waren, sie verhandeln nicht mit Banditen und somit haben sie bei uns gekitzelt. So stark, dass sie den Löwen aufgeweckt haben. Edward Newgate, come mierda. Hallo. Dass ich dieses Gesicht noch einmal sehe. Vor allem unter diesen Umständen. Newgate, dieser Name. Sohn von Roger Newgate, Bruder von John Newgate. Dieser Name hat eine lange Historie. Mit der ist aber nichts Gutes verbinden mir da. Ich frage dich eins. Ich hoffe, du fühlst dich wohl, genau jetzt, in diesem Moment mit der Zigarre in der Hand. Denn das solltest du. Und jetzt möchte ich wissen, wie es dir geht. Erzähl mir, Newgate. Wie geht es dir? Ich möchte es genau wissen. Wie fühlst du es? Genießt du es? Ich fühle mich ein bisschen angeschlagen und ein bisschen müde. Aber ansonsten gut, ja. Mr. Newgate, Sie haben Aufsehen erregt. Man kann Sie belobigen. Sie haben in der Unterwelt so weit gegraben, dass ich es für interessant halte, aus Mexiko wieder zurückzureiten, um mit Ihnen heute zu sprechen. Das bedeutet was. Was ist Ihr innigster Wunsch, Mr. Newgate? Ihre Absolutität für Ihren Seelenfrieden. Nennen Sie mir ihn, Mr. Newgate. Ich möchte Frieden. Jetzt gehört Armadillo mir. Nicht, weil ich gefragt habe. Nicht, weil ich verhandelt habe. Sondern weil ich es mir genommen habe. Der Westen gehört nicht dem Gesetz.
Der Westen gehört denen, die bereit sind, ihn zu beherrschen. Und ich bin hier, um genau das zu tun.